Hallo meine Süßen und willkommen zurück. Mein Name ist Barbie Breakout, falls ihr neu hier seid. Ich bin Autorin, HIV-Aktivistin und Schminkmaus. Das heißt, ich bin seit 25 Jahren, über 25 Jahren, ausgebildete Haar- und Make-up-Artistin, diplomierte Maskenbildnerin eigentlich und arbeite in dem Beruf und habe dementsprechend natürlich auch eine ganze Menge Wissen, das ich gerne mit euch teilen möchte. Deswegen bin ich hier und mache diese Videos. Für die von euch, die mich schon kennen, schön, dass ihr wieder da seid. So, ich habe eine Woche Pause gemacht und mich ein bisschen erholt von privaten Dingen. Aber jetzt sind wir im Studio und wir machen dieses Video, denn ich habe lange darauf gewartet, dass ich es machen kann. Und jetzt sind endlich die Sachen gekommen. Und jetzt will ich natürlich auch nicht noch eine Woche rumsitzen und Tränchen weinen, sondern endlich das Video machen, weil ich glaube, ihr braucht das. Ich habe eine Foundation, über die ich heute sprechen will. Ihr habt es in der Caption schon gesehen. Insofern, hi. Es geht um die Ordinary The Serum Foundation. Diese hier, diese Maus. Das ist ein Relaunch, den wir gerade erleben. Ne? Also die Foundation gab es schon mal. Die ist 2017, glaube ich, gelauncht worden, originally. Damals in, ich meine, 24 Shades. Dann haben sie 2, 3 Jahre später nochmal erweitert auf 36 Shades. Das ist die Shade Range, die wir jetzt auch heute haben. Wir haben 36 Shades. Und das Krasse an dieser Foundation ist, also A, sie kostet 7,80 € für diese Menge. Nur zum Vergleich, ne? Das sind 30 Milliliter, das hier sind 35 Milliliter, die Pat McGrath, die kostet 70. Also kommt drauf an, wo ihr sie kauft, ne? Man kann die auch günstiger schießen, aber originally 70 €, 7,80 €, 5 Milliliter mehr. Und also, ich habe die auf den Tisch gestellt, weil ich dachte, kann man mal nebeneinander halten wegen Price Point, weil das natürlich hier super High-End ist und das halt echt crazy günstig. Wir vergleichen die vielleicht auch mal von der Textur, weil die sind sehr ähnlich, fällt mir gerade auf. Das testen wir gleich. Ich muss jetzt erstmal mein Programm hier abfahren, ansonsten komme ich durcheinander. Hier hat die ganze Zeit hier ist jemand, glaube ich, eingezogen oder ausgezogen. Ich konnte die ganze Zeit nicht drehen. Ich sitze seit 1,5 Stunden hier rum und warte, dass der scheiß Lärm aufhört. So, yes. Und ich habe die ganze Zeit mein Flying Horse gesoffen, deswegen bin ich jetzt ein bisschen bejiggedy. Call me Bajiggity? Ja. So, also kurz zur Foundation. Die Roundabouts sind, glaube ich, schnell erklärt. 7,80 €, 30 Milliliter. Die Coverage ist, ich würde sagen, Medium, Light to Medium, lässt sich ein bisschen aufbauen. Das Finish ist super, super natürlich, super schön Skin-like. Die ist silikonbasiert, die ist dewy, also sie ist jetzt nicht glowy, glänzig, aber für mich als Speckmaus, ne, ich habe eine ölige Stirn vor allem, nicht ideal. Ich trage sie trotzdem super gerne, auch im Alltag, oder ich habe sie super gerne getragen. Ich habe sie jetzt lange nicht probiert, weil die einfach ein super geiles Natural Finish hat. Und das ist das Letzte, was ich sage, bevor ich anfange, sie ins Gesicht zu tun, damit ihr auch seht, was die kann. Ich könnte 3 Stunden über diese Foundation reden, ungelogen. Ich versuche, mich kurz zu fassen. Also, wie soll ich das erklären? Als Pro-Make-up-Artist, Leute wie ich, wir haben gerne eine Holy Grail Foundation im Koffer mit möglichst vielen Shades und dann immer noch andere Sachen dazu. Also, ne, du brauchst eine Foundation eigentlich, mit der du den Großteil der Menschen schminken kannst, mit einem Finish, das für die meisten Sachen, die du machst, einfach perfekt ist. So. In meinem Fall heißt das, ich brauche eine Foundation mit einem großen Shade Range, die wunderschön auf der Haut aussieht, aber nicht aussieht wie Make-up. Ich will nicht Full Coverage, ich will wenig Coverage eigentlich. Auch ein bisschen mehr als ein Skin Tint, weil das reicht mir dann nicht. Die muss ein super schönes Finish haben, die muss super natürlich aussehen. Ich muss mir die Möglichkeit geben, sie ganz, ganz dünn aufzutragen und wenn ich will, sie auch ein bisschen zu layern, ne? Also dass sie einfach doller aussieht, dass sie ein bisschen mehr Coverage bekommt. Aber ich brauche keine Full Coverage. Wenn ich Coverage will, baue ich mir die mit anderen Produkten, also mit Concealern oder mit Camouflage oder. Die Foundation muss eine große Shade Range haben, weil it's fucking embarrassing if they don't. Ähm, Ne? Das sind so die Keypoints. Und ich hatte eine Holy Grail Foundation ganz, ganz lange. Das war die Light Wonder von Charlotte Tilbury. Die ist discontinued worden und die hatte eine lächerliche Shade Range, muss man auch sagen. Der dunkelste Ton war 10 und 10 war, ich sage immer Barbara Becker im Sommer, weil literally, die habe ich genommen, wenn Barbara lange am Strand war. So. Das, aber ne, ihr kennt Barbaras Haut, die ist, selbst wenn sie super gebräunt ist, sonnengebräunt ist die nicht deep, nicht dark. Das ist immer noch, ne, also sehr in der Mitte der Farbskala, wenn wir uns eine komplette Shade Range vorstellen wollen. Und danach kam einfach nichts mehr. Also ja, Charlotte Tilbury hat die discontinued, leider, und seitdem bin ich auf der Suche. Ich hatte eine ganze Zeit lang von NARS die die Light Reflecting Foundation. Die mochte ich. Die Shade Range ist mega. Die Foundation hat ein super schönes Finish, allerdings perfekt war sie nicht. Und irgendwann war ich auch genervt und hätte super gerne auf die
Ordinary Serum Foundation gewechselt, auch natürlich wegen des Price Points, aber auch wegen der großen Shade Range. Und da war die discontinued. Also ärgerlich. Und ich weiß, da habe nicht nur ich mich drüber geärgert, sondern auch ganz, ganz viele Menschen da draußen. Also es gab die Serum Foundation, es gab die Coverage Foundation. Das ist Serum, das ist Coverage, die ist Full Coverage, die ist dicker. Die haben sie noch nicht relaunched bisher. Und es gab einen Concealer, jeweils in 36 Shades. Was The Ordinary damals super richtig gemacht hat, ist, dass sie Bescheid gesagt haben. Sie haben vorher eine E-Mail rausgeschickt, 1,5 Jahre bevor die Foundation tatsächlich vom Markt genommen worden ist, und hat gesagt, Leute, die rechnet sich für uns nicht, die Foundation. Wir werden die einstellen. Im nächsten Jahr, in ein paar Monaten, fangen wir an mit dem Concealer, den nehmen wir als erstes vom Markt. Die Foundations lassen wir noch bis Mitte 24 und dann sind die aber auch weg. Und wir waren alle heartbroken. Sie haben gesagt, weil sich es nicht rechnet. Und jetzt habe ich vor einer Weile eine E-Mail bekommen, dass sie die relaunchen, allerdings nur temporär. Erstmal. Ich glaube ja, dass sie einfach... Toll. Qualität. Ich glaube ja, dass sie einfach darauf warten, wie wir die annehmen und ob wir die gut annehmen. Und falls wir die gut annehmen, dass sie die dann permanent wiederbringen, weil ansonsten macht dieser Mini-Relaunch für mich keinen Sinn. Alles nochmal neu zu formulieren, alles nochmal neu abzufüllen, rauszuschicken. Also neu formuliert, wenn sie es nicht haben. Aber alles nochmal neu abzufüllen, zu lagern, zu launchen, nur um dann zu sagen, hä, tschüss, machen wir nicht. Glaube ich nicht. So, ich mache mir erstmal die Foundation ins Gesicht. Die ist silikonbasiert, das heißt, wir nehmen auch einen Silikon-Primer. Ich habe hier den Prime & Fine Goodbye Pores und den e.l.f. Liquid Poreless Putty Primer. Ich werde den nehmen, glaube ich. Das Lustige ist mit den e.l.f. Primern, ihr werdet ganz viele Leute im Internet finden, wenn ihr mal sucht, die behaupten, steif und fest, dass der Putty Primer wasserbasiert ist. Es gibt ja wasserbasierte Foundations und Primer und es gibt silikonbasierte. Und der e.l.f. Primer ist, wenn man die Ingredients anschaut, eindeutig Silikon-based. Der hat Dimethicone, das ist ein Silikon. Also ja, da gibt, soweit ich das verstehe, ich bin auch wirklich keine Fachfrau, was Inhaltsstoffe angeht, aber soweit ich das verstehe, heißt das dann eindeutig, das ist an 2. oder 3. Stelle in der Ingredient List, dass das ein Silikonprodukt ist. Und selbst e.l.f. ist sich da anscheinend uneins. Also man kann, ich habe vorhin geschaut, ich glaube auf der US-Seite, ich poste die Screenshots hier, auf der US-Seite haben sie eine Liste mit ihren wasserbasierten Primern und den silikonbasierten Primern und der steht bei silikonbasiert. Und dann ist, glaube ich, auf der UK-Seite, behaupten sie, er ist wasserbasiert und dann steht aber unten drunter, alles, wo Dimethicone drin ist, ist silikonbasiert und literally 3. Ingredient, 2. oder 3. Ingredient hier ist Dimethicone. Also ja, Bullshit. So, Primer ist drauf und wir machen jetzt mal einfach zum Spaß tatsächlich eine Seite des Gesichtes mit The Ordinary und die andere Seite mit der Pat McGrath, weil mich würde wirklich mal interessieren, beides silikonbasiert, mich würde wirklich mal interessieren, wie die im Vergleich nebeneinander aussehen. Because I remember them being pretty similar. Und das wäre natürlich krass, ne? 7,80 € und 70 €. That's a difference. Ich habe hier die Shades Light Medium P, also 2.0 P. P steht für die pinken Untertöne, die ich habe. Und hier Medium, also 2,2 P. Die beiden habe ich und die werde ich mischen. Ich habe vorhin schon mal Probe gepumpt. Der ist ein bisschen hell, der ist ein bisschen dunkel. Und wenn ich mich recht... Ja, die ist relativ flüssig. Die Foundation, wie ihr sehen könnt, rinnt die hier sofort runter. Wir nehmen gleich mal einen Pinsel. Wie immer mein It Cosmetics Heavenly Luxe Nummer 7, mein Lieblingspinsel für Foundations und so. Mischen die uns hier auf den Handrücken. Ihr könnt sehen, Coverage ist Medium. Aber, und auch das könnt ihr sehen, Coverage ist genug. Die ist halt super, super, super dünn. Die rutscht über die Haut, gleitet über die Haut. Also nicht im Sinne von sie rutscht weg, sondern das wirklich das Gefühl ist, es ist einfach gar nichts auf der Haut. Es fühlt sich wirklich an wie Skincare, wie ein Serum, deswegen auch Serum Foundation.
Ich habe jetzt 2 Pumps gebraucht für die Fläche. Ich habe natürlich aber auch ein größeres Gesicht als viele Menschen da draußen. Ne? Man kommt sicherlich auch mit weniger aus. So, jetzt gucken wir uns das mal an. So, und jetzt schaut mal. Das sieht schon sehr, sehr, sehr schön aus. Im Vergleich zu ohne. Hier mit. It's very pretty. Das sieht mega aus. Tatsächlich. Da ist nix zu heavy. Es ist nicely radiant. Also es ist jetzt nicht super, super shiny. Das würde mich auch echt nerven. Ne, aber es hat einen schönen Glow. Es hat ein schönes reflektiertes Licht. Schön. Sieht natürlich auf makelloser Haut immer noch mal geiler aus als bei mir. But it's very pretty. Und dann machen wir das gleiche mal mit der Pat McGrath. Auch die schütteln. Ich habe die auch gut geschüttelt. Muss man bei solchen Foundations. Machen wir hier mal. Und ihr seht, ne, Flüssigkeit ist dieselbe. Nehmen denselben Pinsel, aber in sauber. Ja, ich habe mehrere. Coverage ist wieder sehr ähnlich. Leute, ich sag's euch, wir haben einen Dupe gefunden. Fühlt sich sehr ähnlich an auf der Haut beim Auftragen. Schaut mal. Gefühl, dass hier separiert sich so ein bisschen auf der Haut, was nicht schlimm ist. Aber hier sieht einfach smoother aus. Ich finde manchmal bei solchen Sachen, wenn das sich so ein bisschen, wenn man das Gefühl hat, die liegt so ein bisschen über den Poren, über den Falten. Manchmal hilft es, wenn man einfach mit dem Finger mal ein bisschen drüber geht, mit ein bisschen Wärme und das so ein bisschen glatt streicht. Wird smoother oft, habe ich das Gefühl. Ja, besser. Aber die Seite sieht besser aus. Das ist tatsächlich ein Kritikpunkt, der bei der Pat McGrath Foundation, den ich oft gelesen habe und auch gehört habe, dass die Foundation halt für perfekte Haut ist. Für wirklich glatte, junge Modelhaut. Und haben wir nicht, ne? Ne, und wir gucken hier natürlich ja auch immer, wie eignen sich Produkte für reifere Haut. Ich bin 46, ich bin auch keine 20 mehr. Und das ist generell, glaube ich, ein super Produkt für reife Haut. Also gerade, ne, wenn deine Haut zu Trockenheit neigt, wenn du Kombinationshaut hast mit trockenen Areas, ist das, glaube ich, ein Mega-Produkt. Für Mäuse mit öliger Haut, wie gesagt, also ich muss sowieso pudern. Ich pudere sowieso, vielleicht muss ich nicht, aber ich pudere immer sowieso, weil ich mich sonst nicht sicher fühle und weil ich das Gefühl habe, also es wird sowieso glänzen. I better powder. Aber die Pat McGrath zum Beispiel trage ich nicht in my daily life, weil ich weiß, nach einer Stunde, das ist wie die House Labs, nach einer Stunde sehe ich aus wie eine Specksparte und bin genervt und muss dann alle halbe Stunde nachpudern. And it's gonna fucking annoy me. Die Ordinary trage ich im Alltag oder habe ich getragen im Alltag, würde ich jetzt aber auch wieder machen, weil ich damit weniger Puder auskomme und weil ich auch das Gefühl habe, die rutscht nicht so. Die bleibt auf der Haut da, wo sie sein soll. So, ich mache jetzt mal schnell ein bisschen mehr Make-up noch und dabei kann ich euch noch ein bisschen was über die Foundation erzählen. Wenn euch das nicht interessiert, könnt ihr einfach nach vorne skippen zu meinen Final Thoughts. Also wenn ihr die Foundation kaufen wollt, ich habe tatsächlich heute, nicht gelogen, habe tatsächlich heute 30 Shades gekauft von den 36. Ein paar waren nicht lieferbar. Und es gibt ein Limit, du kannst nur 30 in den Warenkorb tun und auf einmal kaufen, sonst hätte ich auch versucht, mehr zu kaufen. Also ja, ich werde jetzt tatsächlich damit einfach mein Kit aufstocken, weil ich das Gefühl habe, ich habe jetzt wieder eine Holy Grail Foundation, die ich benutzen kann, die an jedem gut aussieht, mit einer großen Shade Range. Und, muss man halt auch sagen, die Art und Weise, wie die Untertöne aufgeteilt sind auf der Homepage bei denen, macht wahnsinnigen Sinn. Also ne, wer seinen Unterton noch nicht kennt, kann gerne mein 101-Video zu Untertönen anschauen. Ich mache eine Serie, die heißt 101, wo ich Make-up Basics so erkläre, dass die hoffentlich jeder verstehen kann. Und da haben wir über Untertöne gesprochen und wie man die findet und wie die dann aber auch gelabelt sind bei den Firmen. Und manche machen es einem echt schwer, zum Beispiel MAC.
Nicht so The Ordinary. Da ist wirklich in jeder Kategorie, also du hast von Fair, Light, Light Medium, Medium, ne? Es ist alles super gut abgestuft, dann sind immer 3 oder 4 Shades pro Kategorie und da stehen immer die Untertöne dabei. Pink, Gelb, manchmal Rot, Neutral. Sie haben sogar den hellsten Ton mit Silver Highlights, da bin ich gespannt, wie das aussieht. Also ja, das haben sie echt cool gemacht. Da ist für jeden was dabei. Ihr müsst, wenn ihr die bestellen wollt, auf der Website müsst ihr ein bisschen gucken. Es ist nicht immer jeder Ton lieferbar, aber es kommt auch jeden Tag, wird nachgestockt. Also es wird gerestockt, die Website die ganze Zeit. Was mir auch ein ganz gutes Gefühl gibt, im Hinblick darauf, dass wir die hoffentlich permanent wiederbekommen, die Foundation. Weil das wäre echt cool. Ich mag die wirklich gerne. Und jetzt, wo ich sie gekauft habe, auch für mein Kit, wäre es einfach super, wenn die wieder permanent ins Programm gehen könnte. Ich habe mit denen gesprochen, mit denen von The Ordinary, aber darauf wurde mir bisher nicht geantwortet, wie da genau der Plan ist. Aber ich halte euch auf dem Laufenden, wenn ich da was erfahre, weil das hätte ich schon wirklich sehr, sehr, sehr gerne, dass die permanent zurückkommt. Das ist so ein Ding, ne, mit den Sachen, die sie discontinuen. Wenn man mal seine Routine auf ein Produkt aufgebaut hat oder wenn man ein Produkt fest in seine Routine eingebaut hat, so rum. Das ist für Privatmenschen ist das ja eh schon scheiße. Aber stellt euch vor, ihr seid Profi-Make-up-Artist und ihr habt irgendwie ein Produkt, das halt irgendwas macht, was nur dieses Produkt kann und ihr verlasst euch da voll drauf und dann ist das von heute auf morgen nicht mehr available und ihr habt euch auch keinen Vorrat anlegen können, weil euch niemand vorher Bescheid gesagt hat, dass das aus dem Programm genommen wird. Das ist dann echt scheiße. Muss man wirklich sagen. Ich hatte so ein paar Sachen im Laufe meiner Karriere, so ein paar Produkte, auf die ich mich halt wahnsinnig verlassen habe und plötzlich waren die weg und dann bist du wirklich wie kastriert. Das ist ganz schlimm. Ganz schlimm. Ist ja ganz normal, ne? Wenn du meinen Job machst, du machst eine Ausbildung, also im Normalfall machst du eine Ausbildung und wenn du dann mit der Schule fertig bist, also mit der Make-up-Schule, gehst du assistieren. Das ist so der klassische Weg. Ne? Wenn du Make-up-Artist werden willst, ist das der klassische Weg. Und ich habe ganz, ganz vielen Leuten assistiert und da lernst du für mein Empfinden, lernst du da wahnsinnig viel beim Assistieren. Es gibt Leute, die finden das nicht so wichtig. Ich würde das immer empfehlen. Assistieren ist einfach für ganz viele Gründe echt eine super Sache. Also ne, Set-Etikette ist das eine, aber natürlich lernst du fachlich ganz viel. Du lernst, was modern ist. Wir hatten in der Ausbildung, haben die uns so viele Sachen beigebracht, die einfach echt Schrott waren, weil keiner mehr so schminkt. Also und auch damals schon nicht mehr geschminkt hat, aber das sind halt oft Leute, die dann irgendwie 20 Jahre schon aus dem Beruf raus sind, also vom freien Markt runter, weil sie halt in der Schule unterrichten und die erzählen dir halt Sachen, die sie halt in den 80ern, also so war das damals, die sie halt in den 80ern, die man gut fand oder nicht gut fand, ne? Wie man geföhnt hat und nicht geföhnt hat und so. Und das war natürlich längst überholt alles. Und auch die Sachen, die man nicht machen darf. Es gab so ganz viele Verbote. Du darfst auf gar keinen Fall Rot benutzen am Auge. Und ich dachte immer, lass mich einen roten Lidschatten. Nein, darf man nicht, macht man nicht. Das sieht immer rund aus. Ist natürlich Schwachsinn. Aber ja, das waren so die Regeln. Und deswegen war es natürlich super wichtig, auch zu assistieren und einfach dieses Korsett, das einem so angezogen worden ist während der Ausbildung, das ein bisschen zu verlieren, indem man anderen Leuten über die Schulter guckt, die halt einfach moderner arbeiten. Und natürlich lernst du auch ganz oft, wie man es nicht macht beim Zugucken. Ne? Ähm, auch das gehört dazu, dass man zwischendrin mal Leuten assistiert, die sich einfach echt schlimm verhalten oder die einfach nicht gut arbeiten. Es gibt immer auch Leute, die ihre Assistenten die Arbeit machen lassen und dann am Ende sagen, guck mal hier, setz mal meinen Namen drunter. Also ich meine, das gehört eh dazu, wenn du jemandem assistierst und für den arbeitest bei einem Job, steht immer sein Name drunter und nicht deiner, ne? Oder ihr Name. Ist ganz normal. Aber es gibt halt auch Leute, die sich darauf ausruhen. Die sich dann hinsetzen, Kaffee trinken, Zigarette rauchen, während du irgendwie 30 Models schminkst und dann am Ende sich beklatschen lassen für ihren tollen Job. Auch das haben wir erlebt. Ich bleib dabei, die Seite sieht besser aus. I'm sorry. Bisschen Blush. Bisschen Puder. Obsessed mit diesem hier, Make-up by Mario. Dem, wie heißt der?
Surreal Skin Soft Blur Setting Powder in Fair Pink. Love that shit. Ist halt wirklich blurring. Nicht zu pigmentiert. Ich mag keine pigmentierten losen Puder. Also, außer für jetzt Effekt mal, für Drag zum Beispiel, aber so für mein Daily und auch zum Arbeiten finde ich die schlimm. Wenn ihr hier schon eine Weile seid, wisst ihr, ich pudere immer meine Augenbrauen, bevor ich Braunprodukte reinmache, weil dann die länger halten und nicht wegrutschen. Und wir pudern natürlich auch die Aknenarben und da, wo Textur ist, weil ansonsten der Glanz das noch betont. And we don't want that. Bisschen an Bronzer. Super fixe Augenbraue. Und mal so ein Tipp am Rande, ne? Wenn es wirklich mal schnell gehen soll und ihr habt überhaupt keine Zeit für jetzt irgendwie 2 Eyeshadow-Paletten und einen Highlighter und ne. Nehmt euren Bronzer, nehmt euch einen Pinsel und könnt damit auch einfach mal durch eure Lidfalte fahren. Bisschen unten drunter. Das ist für meinen normalen Shadow-Gebrauch wäre das ein bisschen warm. Ne? Ich bin sonst eigentlich gerne kühler am Auge mit den Brauntönen. Das ist mir jetzt fast ein bisschen orange. Aber wenn es mal schnell gehen muss, tut's das echt auch. Cute. Wir machen jetzt natürlich trotzdem ein bisschen mehr, because we're extra. Und wir haben ja die Zeit. Ich gehe rein mit der Daydreams Palette von Gender X Beauty. Die habe ich tatsächlich nicht mehr weggelegt. Die haben sie mir ja geschickt und dann habe ich die in meinem, welchem Video? Ach, in dem Daytime, Natural Makeup Daytime Ding, habe ich die benutzt und habe sie weggelegt und habe gedacht, okay, ich fand die hässlich, das Packaging war hässlich und das Innen fand ich zwar cool, aber auch irgendwie nicht so speziell. Und dann hatte ich das so weggelegt und dann habe ich sie irgendwann nochmal rausgenommen und habe diesen einen Schimmer hier, den hier oben, wie heißt der? Just Chilling, einmal aufs Auge gemacht und mir auch nicht viel bei gedacht und ich weiß gar nicht, habe ich mich im Spiegel angeschaut, im Handy oder so, guck mich an und das sparkelt wie crazy und ich dachte, what? Können wir bitte über diesen Eyeshadow reden? Der ist kein Filter und der glitzert jetzt schon so krass. Sekunde, anderes Licht. Das ist insane. Die Reflexion. Hier, Olle Marvin. Crazy. Und dann habe ich die rausgenommen nochmal und habe die mir nochmal genauer angeschaut und habe festgestellt, ich kann mit der so viel machen. Also ne, ich habe diese ganzen kühlen Brauntöne hier, mit denen ich mir mein Auge super gut einlegen kann. Ich habe diesen krassen Schimmer. Dann habe ich die 2 anderen Schimmer, die ich nicht benutze. Kann hier mit den dunkleren Brauntönen, wenn ich es ein bisschen dramatischer will, kann ich was machen. Ich habe hier 2 Highlighter, 2 matte, also ne, 2 Highlight Shades, einen kühleren und ein bisschen wärmeren, mit denen ich auch modellieren kann. Und dann habe ich hier nochmal diese 3 riesengroßen Pans mit schimmerigen Highlights, Champagner, Gold und Bronze. That's literally all I need in a palette. Und ich habe sie seitdem nicht mehr weggelegt. Ich habe sonst immer meine Morphe Neutrals und benutze jetzt echt die ganze Zeit die. So, wir gehen hier zwischen den beiden Icy Wifey und Love Affair. Das sind die beiden Brauntöne, die ich hier mixe. Und mit denen vertiefe ich mir jetzt die Lidfalte noch ein bisschen. Nicht dramatisch, ne? Einfach nur so ein bisschen mehr eingelegt. Gehe kurz unterm Wimpernrand ein bisschen rum. Nothing fancy. Seht ihr, was das für schöne Shades sind? Einfach für so ein natürlich eingelegtes Auge. Dabei bleibt es natürlich wieder nicht, because I'm me. Aber hey, ich gehe jetzt hier in Just Chilling mit meinem Finger rein, greife mir davon ein bisschen was und ziehe mir das einfach aufs bewegliche Lid. So, ich gehe jetzt mit einem kleineren Pinsel, mit sowas hier, in das Dunkelbraun, in das Dunkelste hier.
und gehe mir damit nur hier außen ein bisschen über die Wimper und ziehe mir das ganz bisschen raus. Minimal. Ich finde so einen ganz leichten Lift. Mehr will ich nicht. Ne? Dass es nur so einen ganz leicht angeschrägten Effekt kriegt. That's all I want. Jetzt gehe ich nochmal mit meinem Morphe Byliner in Want. Das ist die dunkle matte Seite hier. Tightline ich mir das obere Lid. Geht nicht mit. Ich bräuchte 3 Hände, um das anständig zu machen. So wird es halt immer ein bisschen messy, wenn man es über den Monitor machen muss. Aber hey. Yeah, but that's fine. Hier ist ein bisschen messy in der Innenecke, aber das stört mich nicht. So. Das ist auch echt schon alles, was ich am Auge eigentlich will. Ganz leichten Lift, ganz kleinen Liner, aber auch nur innen, also ne, an der Innenseite. Jetzt machen wir Wimpernzange. Und dann Wimperntusche. Für die Tusche wieder Lash Princess Waterproof. Ja, das reicht mir. Ach nee, warte. Und jetzt nehmen wir noch hier Walking Down the Aisle, das hier, diesen schimmerigen Highlighter, und legen uns den mit so einer kleinen Pencil Brush, mit sowas, in die Inner Corner. Nur da so ein bisschen, dass da so ein bisschen eine Lichtreflexion ist. Und hier noch ein bisschen. Und da. And that's all she wrote. So. Cuteness. Ich würde jetzt normalerweise Blush auftragen, aber die lieben Leute von Mina haben mir nochmal neue Produkte geschickt. Ihr kennt die aus dem letzten Video schon. Jetzt haben sie mir diese kleine Goodie Bag hier geschickt. Very cute. Da drinnen gibt es dieses kleine Booklet über die No Rules Powder. Ihr erinnert euch, wir hatten im letzten Video diesen kleinen Puder zum Aufdrehen. Der 503 Puder habe ich hier. Hier ist er. Der 503 Puder, so sieht der aus. Das soll ein Pink Shade sein, der für jeden Skin-Tone funktioniert, egal wie hell oder dunkel. Und diese Puder, auch wenn man erstmal denkt, es ist vielleicht ein Blusher, eigentlich ist der gedacht fürs ganze Gesicht, also auch für die Augen, für die Lippen und für die Wangen. Die meisten von uns werden den für die Wangen benutzen. Und das ist offensichtlich nicht der einzige No Rules Powder, den sie haben, sondern die haben die in ganz vielen verschiedenen Shades. Steht hier in wie viel? 14 Farbtönen. In 14 Farbtönen haben sie den gemacht. Auch in schimmerig, also es gibt den auch als Highlight quasi. Und jetzt haben sie uns hier eine kleine Auswahl geschickt in dieser kleinen Box. Muss ich dran ziehen? Ah ja, guck mal. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Shades sind da drin. Das hier wird der 503 sein. Ja, genau. Das ist der, den kennen wir schon. Aber die anderen sind mir neu. Wir haben einmal dieses elektrische Coral 232, einmal 362, so ein Rosenholzton würde ich sagen, dann hier so ein Brombeerton 385 und das hier wird ein Highlighter sein 512. Ja, das sieht nach Schimmer aus. Ich nehme jetzt mal den Rosenholzton hier, weil ich will es jetzt gar nicht so übertreiben zu dem Look. Oh ja, that's very pretty. Gehe da mit so einer Fluffy Brush rein, nehme hier ein bisschen was auf den Pinsel. Ah ja, schön. Was ich an denen mag, die sind nicht wahnsinnig hoch pigmentiert, man kann die gut aufbauen. Und die haben ein schönes Finish auch auf der Haut. Die sind nicht super matt, nicht super staubig. Very cute. Ja, sollen wir noch ein bisschen von dem Korall nehmen? Mach's wieder kaputt. Ah, das ist ganz schön doll. Okay. Schluss. Ach, Breaki. Weißt nie, wann Schluss ist. Das Schöne ist, wenn man das Gefühl hat, man hat ein bisschen zu viel Blush drauf, kann man einfach nochmal mit der Foundation Brush, ohne da nochmal irgendwas drauf zu machen, einfach mit der Foundation, die noch drin ist, nochmal so ein bisschen oben drüber gehen.
Und schon muschelt sich das alles wieder zusammen. So, machen wir eine Lippe? Why the fuck not? Dann nehmen wir meinen All-Time Favorite, Make Up Forever Wherever Walnut. Das ist ein Mauve-Ton, literally mein Lieblings-Lip-Liner-Ton. An mir. Und auch eine der besten Formulierungen. Also die Stifte sind einfach mega. Ja. Machen wir kein Geschiss. Wir könnten. Let's try. Nehmen wir so ein Puder. Wieder die 362, dieses Rosenholz-Ding. Ja, auf der Lippe ist der ein bisschen heller. But not bad. Ich tupfe auch wieder ein bisschen von der Korall dazwischen. Ist cute. I'm into it. Machen wir ein kleines Lippenöl drüber. Das ist e.l.f. Pink Quartz Glow Reviver Lip Oil. Setting Spray. Ebenfalls e.l.f. Stay All Night Microfine Setting Mist. So, das ist der fertige Look. Also nichts Aufregendes, ne? Wir haben ja eigentlich nur ein bisschen Make-up gemacht, damit wir mal sehen, wie die Foundations in Full Effect aussehen. Gehen wir nochmal ran. Das hier ist die The Ordinary Seite. Das hier ist die Pat McGrath Seite. Ich gucke jetzt nochmal selber. Honestly, I see zero difference. Zero. Und ich weiß, die Pat McGrath ist auf jeden Fall teurer formuliert. Da sind bestimmt teurere Sachen drin als in der The Ordinary. Vom Finish her identisch. Vom Farbton her identisch. Ich meine, gut, ich habe hier zwei gemixt und hier nur einen. But they look fucking identical. Fühlen sich auf der Haut genauso an. Mehr sage ich jetzt nicht. Doch, 7,80 €. Das sage ich noch. It's gorgeous. It's fucking beautiful. Also ja, müsst ihr selber wissen, was ihr damit macht. Ich finde, ihr müsst die alle kaufen. Und zwar gleich in 2 Shades. Ich will, dass die fest wird, dass die wieder permanent kommt ins Programm. Und honestly, ne, wenn ihr euch mit den Shades nicht ganz sicher seid, also wäre das bei dieser Foundation, würde ich nicht sagen, kauft halt einfach 2, weil, ne, teuer. Bei der sage ich das dann schon mal. Kauft halt einfach 2. Seid ihr mit 15 € oder mit 16 € immer noch echt gut dabei. She's fucking beautiful. Also die Foundation. She is also, aber die Foundation. Ich glaube, ich mache mal eine Folge demnächst über Discontinued Products, weil da habe ich viel zu erzählen. Ich gucke mal, was ich auftreiben kann von Sachen, die es nicht mehr gibt, die ich aber immer noch im Kit habe oder die ich immer noch in meinem Archiv habe. Ich versuche mal, es gab so ein Lipgloss von Dior in den 90ern. Mit dem habe ich alles gemacht. Das habe ich als Eyeshadow benutzt, als Lippe, alles. Ich war addicted to that shit. Und ich hatte ganz viele Freundinnen, Drag Queens, die auch alle, auch in denselben Shade. Es gab so ein fast schwarz, das dann so Brombeer wurde, wenn man das ausgeblendet hat. We were all obsessed with it. Und dann war das irgendwann vom Markt und wir waren alle heartbroken. Aber das erzähle ich euch im nächsten Video. Ich glaube, nächstes Video wird einfach Discontinued Holy Grails. Sachen, die wir mal wahnsinnig geliebt haben. Vielleicht finde ich ein paar noch. Ich mache mich auf die Suche. So, ihr Süßen. Das war das Video für diese Woche. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, ne, dann folgt mir bitte. Abonniert diesen Kanal, liked das Video, kommentiert, unterstützt mich ein wenig. Ich möchte gerne noch wachsen und ein paar Euro auch mit dem Scheiß verdienen, weil, also I love doing this, aber I also love making some money with the days of work,
die man da jedes Mal investieren muss in jedes Video. Empfehlt mich gerne weiter, wenn euch das hier gefällt. Und ja, nächste Woche, ich uploade jeden Sonntag. Ich habe jetzt mal versucht, vormittags zu uploaden und das finde ich, glaube ich, ganz gut. So ja, nächste Woche, Sonntagvormittag, sehen wir uns wieder, wenn ihr wollt. Bis dahin. Tschüss.